Vater, wir danken dir heute, weil wir dein Wort teilen dürfen. Ich bitte für Freiheit und ich bitte für Führung und ich bitte für Einheit zwischen mir und meinem Bruder und zwischen uns alle heute. Lass dein Wort Leben bringen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Bevor wir anfangen zu predigen, ich will eine Erfahrung mitteilen und ich werde euch immer versprechen, wenn ich irgendwas Neues lerne, ich werde euch sagen. Und wenn das, was ich neu gelernt habe, kaputt macht, was ich bis jetzt immer gesagt habe, ich werde mich nicht schämen, mich zu korrigieren. Ihr wisst, diese Gemeinde, wir glauben an, tu es selber. Ja, ich will, dass du es selber tust. Dass du selber aufstehst und betest für deine Sache. Und bestimmt habt ihr von mir oft gehört, dass du bei bestimmten Dingen keinen Pastor brauchst. Du kannst es machen. Und das stimmt immer noch. Ich habe eine Erfahrung, als ich in Nigeria war. Uns ging es gut, kein Problem. Aber wir sind zum Arzt gegangen, um Bluttest zu machen, ob wir Malaria im Blut hätten. Weil Mücken haben viele Party über uns gefeiert. So, und sie haben einen Bluttest gemacht und sie fanden raus, dass bei uns alle außer Vincent Malaria im Blut war. So, keiner war krank, wir waren alle normal. So, man hat uns Tabletten verschrieben. So, die Malaria zu töten, bevor das in Krankheit kommt. Es ist eine einfache Sache. Wir haben Tabletten genommen, da bin ich niedergeschlagen worden. Alle sind gesund und feiern. Und mir ging es schlecht. Ich habe den ganzen Tag geschlafen. Weißt du, und ich frage mich, war es Fehler, diese Tablette zu nehmen? Okay, dann irgendwann in der Nacht konnte ich nicht schlafen. Gegen 2 Uhr. Schwach, müde. Und ich saß im Wohnzimmer. Alle schlafen, den ganzen Dorf, soweit ich weiß. Und ich wusste, ich soll beten. Ich konnte mich predigen hören. Steh auf und bete! Aber ich konnte nicht aufstehen und beten. Mir fehlte die Kraft zu beten. Ich habe ein paar Worte gesagt. Oh Gott, hilf mir. Ich empfange meine Heilung. Aber die übliche Aufstehen, rumlaufen, prophezeien, könnte ich gar nicht tun. Und ich wusste, das predige ich. Warum kann ich das nicht tun? Okay, am nächsten Tag war alles wieder weg. Ich bin wieder gesund. Denn beim Meditieren kommt etwas zu mir. Es gibt Zeiten, wo du schwach sein wirst. Darum brauchst du Bruder und Schwester. Verstehst du mich? Und Gott lässt mich wissen, dass wir zu wenig für Leute in dieser Gemeinde beten. Wenn ihr bemerkt bei uns hier, ich predige, ich gebe euch das Wort und ich schicke euch nach Hause. Weil ich glaube, du hast das Wort, du hast Jesus, du hast den Heiligen Geist, du sollst es selber machen. Das stimmt auch.
Aber es gibt Zeiten, But there are times wo du schwach sein wirst, where you will be weak, wo du es nicht machen kannst. where you can't do it. Darum brauchen wir einander. That's why we need one another. Hat jemand verstanden? Did someone understand? Das heißt, wir werden jetzt lernen, Now we will learn für einander zu beten. to pray for each other. Und wenn du Gebet brauchst, And if you need prayer, schäme dich nicht. don't be ashamed. Frage nach Gebet. Ask for prayer. Weil Gott hat mir gezeigt, Because God showed me viele Leute haben Angst, nach Gebet zu fragen. many people are afraid of asking for prayer. Weil sie denken, Because they think wenn sie nach Gebet fragen, if they ask for prayer, wer würde denken, sie sind schwach. we will think they are weak. Jesus sogar Even Jesus. hat Petrus, Johannes und Jakobus gebeten, mit ihm zu beten. Even Jesus asked Peter, Johannes, John, and someone else to pray for him. Johannes, Petrus und Jakobus. John, Peter. Und ich habe überlegt, And I think, okay, jetzt soll ich etwas verändern, was ich predige. okay, now I have to change something of my prayer. Wo steht es in der Bibel? So where is it in the Bible? Und Gott führte mich zu, nicht aufschlagen, Apostelgeschichte Kapitel 14, And God led me to Acts of Apostle, chapter 14, Vers 19 bis 20, 21. verse 19 to 21. Als Paulus in Lystra gepredigt hat When Paul preached in Lystra, und sie haben ihn verprügelt, and they battered him, sie haben ihn gesteinigt they stoned him, und ihn für tot gehalten. and they thought him to be dead. Ich glaube, er war tot. And I believe he was dead. Überlassen wir das. Und die Brüder sind zu ihm gekommen. And the brethren came to him, Die Bibel sagt, und die Brüder stehen herum ihn. and the Bible says the brethren were among him, around him, Und Paulus stand auf. and Peter stand up. Und Gott zeigte mir, Gott hat mir gezeigt, God showed me. die Brüder sind nicht so gestehen und geguckt. They didn't stand like this. Sie haben gebetet für They Paulus. prayed for Paul. Paulus, der starke Mann Gottes, The strong man of God, lag am Boden. he was weak. Und die Leute, zu denen er gepredigt hat, And the people to him, kamen zu ihm they came to him, und beteten für ihn. and they prayed for Und Gott hat ihn hochgebracht. God. Put him back. So, wir wollen lernen jetzt, Now we will learn jeden Sonntag, every Sunday, wann auch immer, whenever, wenn du Gebet brauchst, if you need prayer, erlaube uns keine Ruhe. allow us no silence. Erlaube uns, Be honest, don't be silent. ja, du Gott segnet. Erlaube uns keine Ruhe. Let us don't be silent. Zieh uns am Anzug. Take our, Ich brauche Gebet. I need prayer, I need prayer. Und wehe uns, wenn wir nicht mit euch beten. We will pray for you. Ist das nicht wunderbar? Isn't it nice? So, ich freue mich auf Leute, mit denen ich heute beten werde. And I'm choosing for people for whom I pray for. Und wie Gott Paulus aufgerichtet hat, And like God rose up Paul, Gott wird dich aufrichten. he will rose you up. He will bring you up. He will bring you up. Im Jesu Namen. In the name of Jesus. So, da wir schon über Paulus gesprochen haben, We spoke about Paul. lass uns Philippa Kapitel 3 besuchen. Let's go to Philippians chapter 3. Wir wollen etwas über Paulus sehen. We want to see something about Paul. Paulus ist einer von den bekanntesten Aposteln in der Bibel. And Paul was one of the most known apostles of the Bible. Überall, wo du das Erlösungswerk Christus predigst, wirst du über Paulus reden. And everywhere where you preach the gospel, you will preach about Paul. Willst du über Vergebung predigen You want to preach about forgiveness oder über die Kraft Gottes or about the strength of God oder über die Liebe Gottes? or about the love of God, Du wirst Paulus zitieren. you will quote Paulus. Paulus hat Leben in das Leib Christi hineingebracht. Paul has given life into the body of Christ. Paulus hat mächtige Offenbarungen in die Gemeinde gebracht. And Paul brought many revelation in the church of God. Ich freue mich, ihn im Himmel zu begegnen, And I'm glad to see him in the heaven weil Paulus ein wahres Vorbild für uns ist. because Paul is a great image for us. Wir wollen etwas über ihn verstehen We want to understand something. und wir werden Zeit nehmen, gemäß Gottes Gnade. We take time. Kapitel 3, Philippa, ich denke ab Vers 1 bis 10 zu lesen. We read from Philippians 3, chapter 1 to 10. Und bitte folge mir Please follow me und lass Gott zu dir reden. and let God speak to you. Philippa ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippa geschrieben hat. And Philippians is a letter that Paul wrote to the people in Philippi. So Paulus schrieb an die Gemeinde. So Paul
Und hier ist Paulus bereit, seinen Brief zu beenden. And on this position, Paul is ready to finish his letter. Und Paulus fing an, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. And he said, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber macht es gewiss. To write the same things to you, to me indeed not grievous, but for you it is safe. Paulus sagt im Übrigens. Paulus said, finally, Das heißt, was das Wichtigste ist, so the most important is, freut euch in dem Herrn. rejoice in the Lord. Wir kommen später dazu. Later we will come to Weil sich zu freuen ist eine sehr, sehr schwierige Sache geworden. to rejoice yourself is a really hard Difficult thing, geworden, ja. difficult thing to do. Sehr, sehr wenige Leute freuen sich überhaupt. Less people rejoice. Aber Paulus sagt, Paul said, ein Mensch, der mit Gott Erfahrung gesammelt hat, man who makes experience with God, er sagt, nun als Letzte, knew at least was ich euch jetzt sagen will, what I will say to you, meine letzten Worte an euch, my last words to you, freut euch in dem Herrn. rejoice in the Lord. Ihr sollt bitte merken, Please, er sagt ja nicht, freut euch, you don't say rejoice, aber freut euch in dem Herrn. but rejoice in the Lord. Das heißt, der Grund, warum du dich freuen sollst, But the reason why you have to rejoice ist nicht, weil du Auto gekauft hast. is not that you bought a car, Ist nicht, weil du neue Frau geheiratet hast. it's not that you've married a new wife, Nicht, weil du einen neuen Job bekommen hast. that you have found a new job, Aber weil du in dem Herrn bist. but because you are in the Lord. Halleluja. Der letzte Lied, Vers 2. Hab Acht auf die Hunde, hab Acht auf die bösen Arbeiter, hab Acht auf die Zerschneidung. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concisions. Hab Acht. Beware, Hab Acht. beware. In Nigeria, manche Häuser haben es Beware of Dogs. In Nigeria, there are some houses with beware of dogs. Wenn Leute die Hunde haben und sie haben ein kleines Schild vor ihrem Tor, Beware of Dogs. And there are people who have a dog, Dann hab Acht, in diesem Haus wohnt Hunde. so you know in this house there are dogs. Beware of, hab Acht auf böse Arbeiter And beware of evil workers, und hab Acht auf Zerschneidung. and beware of concisions. Hab Acht auf Leute, die in der Sünde leben. And beware of people who are in sin. Hab Acht auf Leute, die keine Beziehung zu Gott haben. And beware to people who don't have a relationship to God. Er sagt ja nicht, dass du von sie wegrennen sollst, Doesn't say that you have to run away from aber aufpassen, wie du mit denen gehst. but attention how you go with them. Hab Acht auf Leute, die Böses tun, Beware of people who do bad, besonders in der Gemeinde, and especially in the church, die Böses ausüben in der Gemeinde. that do bad things. Merke sie, Mention them. denn hab Acht auf Zerschneidung. And beware of concision. Hab Acht auf Leute, die falsche Lehre halten. And beware of people who have false prophets. Denn Vers 3 sagt, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Kreis dienen und uns in Christus Jesus ruhen und nicht auf Fleisch vertrauen. For we are the circumcision which worship God in spirit and rejoice in Christ and have no confidence in the flesh. Na, ich will keine Zeit nehmen, über die Belehrung der Beschneidung zu sprechen. I don't want to speak about the teaching of circumcision, Aber die Belehrung des Fleisches hat etwas mit, was du tust, zu tun. so it's about what you do, Du kannst deine Errettung verdienen. so you can Gehen. gain, You can gain your salvation. you can gain your salvation. Weißt du, die Lehre der Beschneidung sagt, was du tust, ist, was dich im Himmel bringt. So what you do is what brings you to heaven. Aber die Lehre Christus sagt, es ist, was Jesus getan hat, das dich im Himmel bringt. So it's what these teachings say. It's what Jesus has done to bring you in heaven, Und das ist, was wir lehren. and that's why that's what we teach. Dass es ist Jesus, der dich im Himmel bringt. It's Jesus who brings you in heaven. Es ist Jesus, der für mich und dich gestorben ist. It's Jesus who died for me and you. Und aufgrund seiner Vergebung Because of His forgiveness, und der Beziehung, die wir zu ihm führen, the relationship that we are with Him. so kommen wir in den Himmel. That's how we make heaven. Lass uns Vers 4 lesen. Obwohl wir auch
obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Vers 4. Though I might also have confidence in the flesh. If any other man drinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Nun, wir kommen jetzt zu etwas. Paulus sagt, er konnte Vertrauen auf sein Fleisch haben. So Paul said he could have confidence in his flesh. Was meint Paulus? So what does he mean? Weil das sehr wichtig ist über das Thema heute. It's really important for the topic for today. Worauf vertraust du? So in what you trust. Paulus sagt uns, er konnte auf Fleisch vertrauen. So Paul said he could have confidence in flesh, Aber das wird er nicht tun. but he won't do it. Was bedeutet es, sich auf Fleisch zu vertrauen? So what does it mean to have confidence in the flesh? Vers 5 sagt uns weiter. Verse 5 says us. Beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, ich lese weiter bis 6, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. 5 und 6. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Paulus sagt, wenn es darum geht, was ich tue, So Paul said, if it is that what I'm doing, was ich erreicht habe im Leben, so what I got in life, ich konnte darauf ruhen. so I could rejoice in it. Ich konnte mich darauf verlassen. Nummer 1, ich bin beschnitten worden. So number one, I am circumcised. Und das ist ein wahrer Jude, soll beschnitten werden als ein Mann. So the true Jew have to be circumcised. Nummer 2, Number two, ich bin aus Israel. so I'm from Israel. Ich bin ein wahrer Jude. So I'm a real Jew Aus dem Stamm Benjamin. of the tribe of Benjamin Und ein Pharisäer. and a Pharisee. Das heißt, ich bin nicht nur ein Jude aus Geburt. So I'm not a born Jew. Ich kenne nicht nur das Dorf, woraus ich komme, I not only know the village from where I come. where I come. Ich bin auch ein Professor im Gesetz. So I'm also a professor in law. Ein Pharisäer zu sein heißt, du bist ein Gesetzprofessor. So to being a Pharisee means to be a professor in the law. Du bist einer von den Höchsten in der Gesellschaft. You're one of the highest people. So Paulus sagt, wenn es um mich geht, So Paul said, if it is about me, ich habe viel erreicht. I've reached many things. Ich kenne das Gesetz. I know the law, Ich habe nach dem Gesetz gelebt, ohne Fehler. and I lived according to the law without mistakes. Ohne Fehler. Without mistakes, Nach dem Gesetz. according to the law. Weißt du, es ist normal, sich Sachen zu erwerben. So it's normal to get things. Es ist normal zu sagen, wow, ich danke Gott, ich komme aus Europa. So it's normal to say, I thank you, God, I come from Europe. Wenn du mal andere Länder besuchst If you visit other nations und du siehst, was sie nicht haben and you see what they don't have und was du hast, and what you have, du wirst dankbar sein, dass du in Europa bist. you will be grateful. Es gibt viele Länder, There are many countries, wo sie Gottesdienst nicht so feiern können, wie wir das machen. they can't celebrate service like we do. Sie verstecken sich irgendwo im Keller, They have to hide in the cellar weil sie die Freiheit nicht haben, die wir haben. because they don't have this freedom what we have. Es gibt manche Länder, There are some countries, sie schaffen es gar nicht, in einem Monat ein Ei zu essen. they can't even eat an egg in 1 month. Es ist sehr teuer, ein Ei zu essen. It's really expensive to eat an egg. Wenn sie überhaupt Eier essen werden, And if they eat an egg, Papa, Mama, Bruder, Schwester, Onkel, alle, vielleicht 2 Eier. and everyone wants to eat an egg, but Aber du allein, you alone, auf einmal isst du 4 Eier. you will eat 4 eggs. So, ich will, dass wir sehen, dass es ist nicht eine Sünde zu erkennen, dass es mir gut geht. It's not a sin to recognize that you are good being. Es ist keine Sünde. Aber Paulus will uns etwas zeigen. But Paul wants to show us something. Vergesse nicht, wir sind noch nicht an die Predigt angekommen. And don't forget, we didn't reach. In Vers 5 sagt Paulus etwas. In Vers 7. Er sagt, aber was mir Gewinn war,
Das habe ich des Christus willen für Schande geachtet. Verse 7. But what things were gain to me, those I counted loss for Christ. Es ist ein Gewinn, Liebe, It's gain für Paulus ein Pharisäer zu sein. to be a Pharisee and Paul. Es war ein Gewinn für Paulus, It was a gain for him ein Jude zu sein. to be a Jew. Es war für ihn ein Gewinn, It was a gain for him im Gesetz Mose untadelig zu sein. to be good in law and without mistakes. Es war ein Gewinn für ihn. It was a gain for him. Paulus, als es Saulus hieß, war einer von den Champions in Israel. And when he was named Saul, he was one of the champions in Israel. Hat die Gemeinde verfolgt. He persecuted the churches. Wurde respektiert an jeder Ecke in der Gesellschaft. He was respected in every corner. Aber es sagte etwas But he said something. in Vers 7. He was said, Er sagt, was mir Gewinn war, but what things were gain to me, habe ich Christus willen für Schande geachtet. those I counted loss for Christ. Nun, ich will, dass wir etwas verstehen. So I want us to understand Weil viele haben das ja falsch interpretiert. many interpretations. Paulus hat nicht gesagt, Paul didn't say das, was ich als Gewinn habe, that what I have schlecht ist. is bad. Aber Paulus sagt, But he said, im Hinblick auf Christ, in Christ, weißt du, wenn es Christ geht, that if it is about wegen Christus, because of Christ, ich habe mich entschieden, das, was ich habe, ist Schande. so I have decided what I have is nothing. Worüber wollen wir heute reden? So what we want to speak about today Es ist Gottes Ansage an uns, is an announcement from God to us Gottes Aussage an uns. and God's speech to us. God's speech to us. Gott sagt, ich will dich kennen. God said, I want to know you. Gott will eine lebendige Beziehung mit dir und mit mir haben. I want to have a living relationship to me and you. Darum ist Gott gekommen durch Jesus. That's why he came through Jesus. Christentum ist nicht nur Lieder singen. Christianity is not even sing songs. Christentum ist eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben. It's to have a great relationship with God. Aber das Problem, das wir heute haben, ist es, But the problem to mention, wir sind zu fleischlich. we are too fixed on flesh. Wir bestimmen unser Leben durch das Fleisch. Oder das? That's right. Das Fleisch. We decide through flesh. Wir bewerten uns durch was wir sehen und haben und sind. And we value through the flesh. Who are we? Who I am? Who Aber Paulus will uns etwas zeigen. Paul wants to show us something. Wie ist der Weg zu dieser lebendigen Beziehung mit Christus? He wants to show us this way to the relationship with God. Weil Paulus zeigt uns etwas her. He mentioned something. Vers 8 sagt er weiter. Verse 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schande gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn. Um diesen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Yeah, doubtless I count all things but loss for the excellency, for the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Hör mal zu, ich will das ja gut verstehen. Listen, I want to understand. Das Priorität eines Christen Priority of Ja. Christ, ist, Jesus zu kennen. to know Jesus. Glaub mir. Ich habe Matthäus 7 gelesen. We read Matthew 7, Muss ich aufschlagen? Matthäus 7 ab 21 bis 23. 21 to 23. Jesus hat uns das Bild gegeben, wie es am Ende der Zeiten sein wird. So Jesus gave us the vision how the last day will be. Jeder von uns Every one of us wird vor Jesus stehen. will stand, Jeder von uns everyone wird vor Jesus stehen. will stand in front of Jesus. Und wir werden Rechenschaft ablegen. We have to make account. Und Jesus wird bekennen, And Jesus will proclaim ob er uns wirklich kennt oder nicht. if he knows us really or not. Die Bibel sagt mir in dieser Bibelstelle, And in this Bible phrase, in Matthäus 7, Matthew 7, dass viele werden zu Jesus kommen, many will come to Jesus an diesem Tag. on this day. Und sie werden Jesus sagen, They will Jesus, wir sind Pastoren, say, Jesus, we are pastors. wir sind Mitarbeiter, We are members of wir sind Bischöfen, the bishops. wir haben Wunder getan, We did miracles.
Wir haben evangelisiert. Wir haben wunderbare, tolle Dinge in der Gemeinde gemacht. Und Jesus wird denen sagen, geh weg von mir. Ich kenne euch nicht. Liebe, willst du sowas hören? Ich will das nicht hören. So, durch diese Aussage Christi haben wir erkannt, was Wichtigste ist für Jesus. Es ist eine Beziehung mit uns beiden. Das ist das Wichtigste. Du denkst, dass ich die beste Arbeitsstelle habe, ist das Wichtigste? Eine gute Arbeitsstelle zu haben, ist nicht Sünde. Tolles Haus zu bauen, ist keine Sünde. Aber was bringt es mir ist, wenn ich alles habe und ich habe Jesus nicht. So, Paulus sagte uns, ich musste mir entscheiden, was ist das Wichtigste für mich? Ist es Christus oder die Dinge, die ich mir erworben habe? Und Paulus hat sich entschieden, im Vergleich mit Christus, alles, was ich habe, ist Nichtigkeit. Bitte verstehe. Im Vergleich mit der Stadt, was du hast, ist gut. Im Vergleich mit der Stadt, deine Arbeitsstelle ist gut. Dann kannst du Steuer bezahlen. Verstehst du mich? Im Vergleich zu der Welt, einen Partner zu haben, ist gut. Dann hast du Unterstützung für dein Leben. Im Vergleich mit deinen Situationen, gesund zu sein, ist gut. Dann kannst du tun, was du tun willst. Aber im Vergleich mit Christus, alles, was wir wunderbare Dinge nennen, sind Nichtigkeit. Auf diese Ebene müssen wir kommen. So, du wirst dich entscheiden, dass mein Auto ist Nichtigkeit im Vergleich mit Christus. Was meinst du? Okay. Du hast ein neues Auto gekauft. Lamborghini. Kennst du, was Lamborghini ist? Sportwagen. Man redet von 60.000, 70.000 Euro Wagen. Du hast ewig dafür gespart. Saved money. Du hast dafür gebetet. Und endlich hast du dein Auto. Und du hast geschworen, das Auto wirst du pflegen wie deine Frau. Jeden Tag polierst du dieses Auto. Und eines Tages kommt ein Bruder oder eine Schwester und braucht schnell ein Auto. Und kommt, der kannst du mir dein Auto borgen. Und Gott sagt dir, borg ihm das Auto. Und du schaust den Bruder. Und du hast kein Vertrauen, dass er mit deinem Auto gut umgehen wird. So, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Als wir uns eine Ford damals kauften, lange Zeit hier. Ford Focus. Es war nicht nagelneu, aber es war für mich neu. Da kam ein Bruder. Ich soll ihm Auto borgen. Er möchte nach Thüringen fahren. Nach Thüringen. Ich habe ihm Schlüssel gegeben und Papier gegeben. Leute haben mir auch Auto geborgt, so ist normal. Aber als er das Auto zurückbrachte bei James, Dreck überall. Normalerweise, wenn ich erwarte, dass er das Auto wäscht, wird es zurückbringen, oder? Das Auto ist nicht mehr normal, als er zurückgebracht hat. Ich weiß, an dem Tag, ich war sauer. Ich war fast dabei zu sagen, ich werde niemals mehr jemandem mein Auto borgen. So, ich will, dass er versteht, wie Leute manchmal dein Ding missbrauchen können. Misuse. Aber jetzt hast du deine Lamborghini. Und Jesus sagt, borg ihm das Auto. Und deine Tasche sagt, nö. Deine Versicherung sagt, nö. Ah, das ist Hammer. Deine Versicherung sagt, nein. Aber Jesus sagt, borg ihm das Auto. Bist du bereit?
dir zu sagen, Auto, tschüss. Goodbye, my little car. Auto, tschüss. Und du gibst ihm Schlüssel, bist du bereit? Das meine ich. You give him the key. Are you ready for this? Oder du wirst vernünftig sein. Or you will be normal. Und sagen, nein, das kann ich nicht machen, Bruder. You say, no, I can't do this. Weil Versicherung sagt, Because assurance ab 30 Jahren darf man das Auto fahren. first, after 30 years, you can. Und du bist nur 25 Jahre. You're just 25. Kann man mich verstehen? Can you understand me? Sind wir wichtig bereit, Are we ready Jesus höher zu stellen to exalt Jesus als die Dinge? than our things? Das, was Paulus uns sagt. This is what Paul says. Ein Bruder in Nigeria damals, A brother in Nigeria er hat jahrelang gearbeitet und studiert, um seinen Doktor zu haben. was hard working for a job Ohne Stipendium, without stipendium, um Doktor zu haben. PhD. PhD, Ja, PhD. to become a doctor. Aha, PhD in der University. Und er hat gekämpft, hat alles gemacht und hat es geschafft. And he fought and made everything and he got it. Mit viel Gebet, mit viel Arbeit, Many prayers, many work, mit 3 Jobs. and 3 jobs. Und als er sein Zeugnis bekommen hat, And when he got his testimony, und er freut sich. Zeugnis ist Certificate. that's Zeugnis, okay. So if he got his certification, Und als er sein Zeugnis Urkunde bekommen hat, he rejoiced. und er freute sich. Und er sagt, Vater, ich danke dir. He said, Father, I thank you. Und Gott sagte ihm, God said, bist du bereit, are you ready diese Urkunde zu zerreißen vor meinen Augen? to destroy this certification in front of my eyes? Wisst ihr, was das bedeutet? Do you know what it means? Du hast umsonst studiert. You have studied for nothing. Bist du bereit, deine Urkunde zu zerreißen vor den Augen? Are you ready to destroy your certification? Dieser Mann hat geheult. And this man cried. Ich kenne Leute, die studiert haben, I know people who studied. die sich selbst unterstützen sollen beim Studieren. They had to support themselves during study. Ich verstehe, warum dieser Mann geheult hat. I know why he cried. Als ich in Berlin studiert habe, When I studied in Berlin, ohne BAföG, without help from the state, es gibt eine Prüfung, die ich geschrieben habe, there was a test that I wrote in Linguistik. in linguistics. Prüfung war 14 Uhr. It was 2 p.m. Sorry, Prüfung war 12 Uhr. and it was 12, Und ich habe immer noch auf der Baustelle gearbeitet. and I was working On construction site. construction site. Und ich konnte den Tag nicht frei nehmen. And I couldn't take free. Weil wenn du sagst, Chef, ich kann morgen nicht kommen, You say, boss, I can't come tomorrow. er sagt er Tschüss. You say goodbye. So, ich musste 7 Uhr zur Arbeit gehen, 7 a.m. I had to go to work. bis 11:45 Uhr arbeiten. 11:45. So, während meiner Pause bin ich schnell in die Uni gerannt mit dem Fahrrad, So during my pause, I went to the university um Prüfung zu schreiben. to make my test. Mit Creme in meine Hand gecremt With cream on my hands, und Parfüm gesprüht, damit sie nicht wissen, dass ich von Baustelle komme. so I don't want it to know that I come from. Frag mich mal das Ergebnis dieser Prüfung. So ask me for the result of this test. Ich bin nicht gegangen, Ergebnis zu holen. I didn't went to get the result. Es war Nichtigkeit. It was nothing. So, ich habe nur erzählt, wenn Leute so leiden zu studieren. People suffer and study. Und jetzt hast du deine Urkunde. Now you have a certificate. Und Gott kommt. God comes. Gott, der dir geholfen hat bei dem Studium. God who helped you in this. Und sagt, schmeiße Urkunde weg. And you say, destroy your certification. Du wirst Gott sagen, Gott, verstehst du, was du sagst? And you will say, God, do you know what you say? Aber dieser Mann war bereit, But this man was ready heulen, seine Urkunde zerrissen to destroy this. und ging auf die Straße für Gott zu arbeiten. And he went to the street to work for God. Verstehst du mich? Do you understand me? Das, was Paulus uns sagt. This is what Paul said. Im Vergleich zu der Welt, Compared to the world, dieser Mann ist ein Doktor. this man was a doctor. Obwohl er hat seine Urkunde zerrissen, Although he destroyed his certification, er kann Ersatzurkunde holen. Wissen wir das? he could get. Aber das war ein Symbol seines Glaubens. This was a symbol of his faith. Er ist immer noch ein Doktor. He's also a doctor. Dr. Lokoja. Dr. Logan. Aber er ist Evangelist. But now he's an evangelist. Kann man das verstehen? So, das heißt nicht, dass, weil ich jetzt Gott suche, It's not because when I go seek God, ich muss nicht mehr erleben. I can't experience something. Ich muss keine Schuhe haben. I don't need shoes. Ich muss nicht heiraten. I don't need to marry. Das ist, was Paulus uns nicht, das ist nicht, was er sagt. This is what it doesn't teach. Paulus hilft uns, Paul helped us. wenn du Gott kennenlernen willst, If you want to know God, wenn du eine wahre, lebendige Beziehung zu Gott haben willst, if you want to have a living
dann wirst du dir entscheiden müssen, you have to decide for yourself alle anderen Dinge als Nichtigkeit zu betrachten. to see all other things that you have as nothing, Das gefällt mir. Zu betrachten. To see. to see. Sie sind nicht Nichtigkeit. They aren't nothing, Sie sind wunderbar. they are wonderful. Aber im Vergleich mit Jesus, But compared to Jesus, sie sind Nichtigkeit. they are nothing. Lass uns weiterlesen. Let us continue. Wo war ich vorhin? Jetzt lesen wir 9. Und warum hat er das gemacht? Um in ihm erfunden zu werden, indem ich nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but the which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God by faith. Ich will, dass wir etwas hier sehen. I want us to see that. Paulus hat etwas gemacht, Paul did something um drei Dinge zu gewinnen, zu erleben. to experience three things. 3 Dinge. Er hat etwas gemacht, He did something um 3 Dinge zu erleben. to get three things. Was hat er gemacht? What he did. Er hat alles für Nichtigkeit geachtet, So he sealed everything as nothing im Vergleich zu Christus. compared to Jesus. Um was Nummer 1 zu haben? To gain what? Vers 8 am Ende, um Christus zu gewinnen. Letzter Vers 8. To win Christ. Um Christus zu gewinnen. To win Christ. Oh, das ist eine Woche Seminar, diesmal. This is seminar for 1 week. Um Christus zu gewinnen. To gain Christ. Dann Nummer 2. Number 2. Warum hat er alles gemacht? So why did he? Um in ihm erfunden zu werden. Vers 9 am Anfang. To be found in him. Verstehst du mich? Nummer 1, um Christus zu gewinnen. Number 1, to win Christ. Und Nummer 2, um in Christus erfunden zu werden. Number 2, to be found in Christ. Nicht in der Gemeinde erfunden zu werden. Not to be found in the church. Nicht in dem Pastor erfunden zu werden. Not to be found in the pastor. Aber in Christus erfunden zu werden. But to be found in Christ. Weil wenn du in Christus bist, And if you are in Christ, was auch immer dich töten will, whatever wanted to kill you, muss erstmal Christus töten. have to kill Christ at first. Hat man verstanden? Do you understand? Wenn du in Christus bist, If you are in Christ, wo auch immer Christus hingeht, wherever Christ goes, da gehst du hin. you also go. Was auch immer Christus hat, Whatever Christ has, das hast du. this is what you have. Viele Leute haben Christus, Many people have Christ, aber sie sind nicht in Christus gefunden. but they are not found in Christ. Viele Leute reden von Christus, Many people speak about Christ, aber sie sind nicht in Christus gefunden. but they are not found in Christ. Aber Gott, Paulus zeigt uns etwas. Paul shows us something. Nummer 1, Number 1, Christus zu gewinnen. to gain Christ, Erkenntnis von Christus zu haben. to get knowledge from Christ, Zu Christus zu gehören. to be part of Christ, Dann Nummer 2, in Christus erfunden zu werden. be found in Christ. So wenn Satan zu dir kommt, When Satan came to you, und der einzige Ort, wo er dich finden wird, the only place he will find you nicht im Disco, is not in disco, nicht im Kneipe, it's not in bar, nicht wo sie streiten, it's not a place of argument, nicht wo sie lügen, not a place of lying, nicht wo sie sündigen, it's not a place of sin. sondern er wird dich in Christus finden. But if he finds you in Christ, Und wenn er dich in Christus sieht, and if he sees you in Christ, er wird abhauen. he will run away from you. Ich vertraue Gott für uns heute, I believe in God for us today, dass Gott uns in sich pflanzen wird, that God plant us, dass von nun an, that from this was auch immer uns nachgejagt hat, das ist passieren uns, pursue us. das nicht von Gott ist, It's not from God, wird aufhören, uns nachzujagen. will stop to pursue us. Im Jesu Namen. In the name of Jesus, Keine Albträume mehr im Jesu Namen. no good dreams anymore. In the name Okay, warte mal. Kannst du es dir vorstellen, Can you recall, dass ein Kuh Jesus nachjagt? that even a cow follows Christ? Viele Leute haben solche Albträume. Many people have this bad dreams. Dass ein Kuh jagt dir nach. That a cow is following you, Ein Löwe jagt dir nach. a lion is following you, Löwe jagt Jesus. Der ist der Löwe der Stamm Judas. and Jesus is lion of Judah. Und wenn der Löwe brüllt, alle Tiere hauen ab. And if the lion roars, everything will So es ist Zeit, wieder in Christus erfunden zu werden. So it's time to be found in Aber Paulus zeigt uns den Weg. Paul shows us the way. Es ist nicht durch Hände auflegen deines Pastores. It's not by laying down hands, Es ist durch eine persönliche Entscheidung. it's a personal decision.
Dinge für Nichtigkeit zu achten to see things as nothing im Vergleich mit Christus. compared to Christ. So gewinnst du Christus. This is how you win Christ. So wirst du in Christus gefunden werden. This is how you will be found in Der Nummer 10 sagt Nummer 3, um ihn zu erkennen And number, verse 10 says number 3, that I may know him, und die Kraft seiner Auferstehung and the power of his resurrection, und die Gemeinschaft seines Leidens, and the fellowship of indem ich seinem Tod gleichförmig werde. being made comfortable unto So dann kann ich ihn kennen. So this is how I know him. Wenn ich ihn gewinne So when I win him und ich bin in ihm gefunden, and I'm found in him, denn ich erkenne ihn. I will recognize him. Und wenn ich ihn erkenne, And if I recognize him, habe ich, nicht recognize, erkenne, if I know him, if I know him, ja, no, erkenne, no, eine praktische, lebendige Beziehung mit Christus. if I know him, a practical relationship to God, Jesus Christ, Eine One-to-One Beziehung mit Christus. one-to-one relationship to Jesus Christ. Solche Beziehung, die Abraham mit Jesus Christus, mit Gott hat. So such a relationship with Abraham and God. Dass Gott nannte Abraham sein Freund. God called Abraham his friend. Liebe, wenn du das hier schaffst, If you make this, wenn wir das hier schaffen, if we make this Gott zu erkennen, to know God, eine praktische, lebendige Beziehung mit Gott zu haben, to have a practical living relationship, alle anderen Dinge sind normal geregelt. everything is okay. Paulus hat erkannt, Paul recognized das Ziel meines Lebens ist es, the aim of my life ihn zu erkennen. to know God. Wenn du weiter liest, If you read in Philipper 3, er sagt, eines tue ich he say one thing, und danach jage ich and this is what I'm longing an dem hohen Preis der Berufung. for, the high price. High price of God. Ja. Und was ist der hohe Preis? What is this high price? Ihn zu erkennen. To know him. Gott will dich heilen. God want to hear you. Er wird dich heilen. He will hear you. Gott wird dir deine Situation verändern. God will change your situation. Aber Gott fragt dich, God asks you, ist mein Erkenntnis auch wichtig für dich? is my knowledge also important for you? Bist du bereit, mal 2 Tage lang für nichts zu beten? Are you ready to pray 2 days along for nothing, Einfach nur, um mit mir Beziehung zu feiern. just to have relationship with me? 2 Tage lang. 2 days. Nur, Vater, ich liebe dich. Just, Father, I love you. Vater, ich brauche dich. Father, I need you. Vater, du bist wunderbar. Father, you're great. Vater, lass deine Hand in meinem Leben gesehen werden. Let your hand be seen. Vater, ich will deine Herrlichkeit erkennen. I want to see your light. Einfach 2 Tage lang. Just 2 days. Betet um nichts. Pray for nothing. Bist du bereit? Are you ready for this? Ist Gott so wichtig für dich? Is God so important for you? Das ist, was Gott will. This is what God wants. Das, was Paulus uns zeigt. This is what Paul shows us. Ich habe nichts gegen Zeichen und Wunder. Don't have something against signs and wonders. Ich habe nichts gegen wunderbare Arbeitsstelle. Don't have something against a good job. Ich habe nichts gegen unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Don't have something against fixed place Permanent Residency. residence. Ich habe nichts dagegen. Aber ich will dir sagen, bist du bereit, diese ganzen Dinge, Are you ready to? die du für wichtig halten, bist du bereit, im Vergleich mit Christus als Schande zu achten? Are you ready to see all the things that you have as nothing? Ein Bruder, ich sage das nicht, hör mal zu. Ein Bruder in Weimar, Brother in Weimar, er war auch aus Nigeria. he's also from Nigeria. Auch suchte er hier ein besseres Leben. He also looked for a better life here, Und er hat eine Schwester in der Gemeinde kennengelernt. and he got to know with a sister in the church, Und die waren dabei zu heiraten. and they were on the way to marry. Und das wird ihm gern helfen, hier zu bleiben. It could help him to stay here. Aber Gott sagte ihm, But God said to him, geh zurück nach Nigeria. go back to Nigeria. Gott sei Dank, er hat gehört. I thank God that he heard. Wisst ihr, was das bedeutet? Do you know what? Das Herz des armen Mädchens zu brechen. To break the heart of this poor girl. Schwester, verstehe mich. Du bist verlobt mit diesem jungen Mann aus Nigeria. So you are almost married with this. Du bist engaged, du bist verlobt. You are engaged with this. Jeder in der Gemeinde wusste. Everyone knows it. Und plötzlich sagt er dir, Probably say, Gott sagte mir, ich soll zurück nach Nigeria gehen. God sent me back to Nigeria. Nicht dich nach Nigeria mitnehmen. Don't take you to Nigeria. Ich gehe zurück nach Nigeria. I'm going alone to Nigeria. Leute haben ihn fast verflucht. And people cursed him
Leute haben ihn gehasst. People hate him. Aber er musste Gott folgen. But he had to follow God only. Und er ist zurück nach Nigeria gegangen. And he went back to Nigeria. Es war am Anfang nicht einfach, Bruder James. And at the beginning it wasn't easy. Aber heute, er dankt Gott, dass er zurück nach Nigeria gegangen ist. He thanks God that he went back to Nigeria. Versteht er mich? Do you understand me? Was ist wichtiger für dich? What is more important for you? Gott oder was du willst? God or what do you want? Wir oft in dieser Welt, wir in Glauben, wir jagen noch nur nach Dingen. In this world, many people longing for these things on this earth. Aber Gott sagt, es gibt etwas wichtiger. But God says there's something most important. Ich bin wichtiger. I am the most important. Wenn du mich hast, If you have me, hast du alles. do you have everything? Auch wenn du es nicht hast. Even if you don't have it. Wenn du mich hast, If you have me, hast du alles. you have everything. Auch wenn du es nicht hast. Even if you don't have it. Verstehst du mich? You understand me? Was lohnt es sich, wenn ein Mann die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? What's the gain of someone who had everything, but his soul is lost? Aber Paulus sagt uns etwas. But Paul mentioned Der Weg zum Gott kennen. the way to know God Listen, hör mal richtig zu. Nicht laut beten. is not to pray loud. Nicht lange beten. It's not to pray Glaub mir. Nicht Gott, ich will dich kennen. not to pray like this. Gott, ich will dich kennen. Nee, so einfach. It's easy. Was sind deine Prioritäten im Leben? But what are your priorities in your life? Gott ist eifersüchtig. God is jealous. Gott will nur den Platz für sich allein haben. He just wants this place in you for him. Darum hat er gesagt, mein Sohn, gib mir dein Herz. That's why he said, my son, give your heart. Ich allein will deinem Herzen leben. For me alone want to live in your Ich will heart. nicht teilen. I don't want to share with them. Aber sobald du sagst, ja, ich glaube, aber, Reverend Justin nennt das Aberglaube. If you say, I believe but, Reverend Justin nennt, what is Aberglaube? But believe. Ich glaube, aber, ja, es stimmt doch, aber, dann bist du nicht bereit, Gott kennenzulernen. So if you doubt, or if you doubt, you are not ready to know God. No, not doubt, not that the doubt. Du glaubst, was die Bibel sagt, Do you believe what the Bible says? aber weil du andere Beschäftigungen hast, But you have other things to do. was du nicht loslassen willst, You can't leave. das ist die Aber. It's this but. Aber Paulus fing mit Aber an. So Paul began with but. Aber alles habe ich für Nichtigkeit geachtet, He said, but everything I have seen as nothing um Christus willen. for the will of Christ. Willst du Gott kennenlernen? Do you want to know God? Setz dich mal hin Settle down und frage dich, and ask yourself, wenn Gott mir sagen würde, if God said to me dass ich das Ding wegschmeiße, that I have to put this thing away, bin ich bereit. do I ready? War das nicht, was Gott mit Abraham gemacht hat? It doesn't. You praying, yeah? Sorry. Das was Gott, das ist, no, du musst auch sprechen, sonst kommt das nicht auf Kamera. Isn't it this what God told Abraham? Gott schaute Abraham, So God, wunderbarer Mann, wonderful man, wunderbare Ehre, wonderful respektiert überall. respect in everywhere. Aber Gott sagte, Abraham, God said, Abraham, dein Sohn Isaac, den du lieb hast, ich liebe Gott. you love. Weil wenn Gott gesagt hätte, Abraham, bring deinen Sohn, If God said, Abraham, bring your son, er hätte Schmael genommen. Ismail, you take Ismail. Aber Gott sagt, Abraham, dein Sohn Isaac, den du lieb hast, bringe ihn zu mir. But God said, Abraham, the son that you love, Isaac, bring him to me Und opfere ihn. and offer him. Und Abraham hat das getan in seinem Herzen. And God did it in Abraham's. Und Gott kam. And God came. Erlaube mir, ein Bild zu malen. And allow me to paint a picture. Gott ist nicht, wie ich es mache. Gott ist nicht so, wie ich es machen würde, okay? So God is not like what I'm saying, Aber erlaube es mir. but allow me to do it. Gott stand auf So God und schaute Jesus and he looked to und Heiliger Geist. the Holy Spirit Und Engel Michael war da. Erzengel Michael. and the angel Michael Und Gabriel. and Gabriel. Und Gott sagt, Abraham, du bist bereit, mir deinen einzigen Sohn zu geben? And God said, Abraham, you are ready to give your only son?
Und Gott schaute rum. And God looked around. Gott hat ihm schon mal eine Verheißung gegeben. And once God gave him a vision. Aber ich sage dir etwas über Verheißungen. But I say something about vision. Verheißungen kann man kaputt machen. So you can destroy visions. Ja, no. Promises Promises. kann man kaputt machen. Aber eine geschworene Verheißung But ist one promise. a sworn promise Das kann man nicht versuchen machen. can't destroy. Und wenn du schwören willst, And if you want to du musst mit etwas schwören, was größer ist, als du bist. and you have to sworn with something that is greater than yourself. Darum schwören Leute, ich schwöre bei Gott, sagen Leute immer. And that's why people say I swore for God. Weil Gott größer ist. So Gott schaute überall. And God looked around. Womit kann ich schwören? With what I can swear. Und Gott schwor bei sich. And God swore by himself. In Segen, Abraham, ich segne dich. In blessing of Abraham, I bless you. Hör mal zu. Amerika, China, Russland, Deutschland, arabische Länder, wenn sie alle zusammenkommen und gegen Israel kämpfen willst, zu spät, passiert nie. Every great countries, Russia, Germany, America, and some others, come against Israel, nothing will happen Gott hat geschworen. because God has sworn. Verstehst du mich? You understand me? Gott hat bei sich geschworen, He swore by himself, weil er schaute, Abraham war bereit, and because he saw Abraham was ready sein Leben abzugeben. to give his life, Weil wenn Isaac gestorben ist and because if Isaac died, und Abraham hat keinen Sohn, Abraham has no son, denn Abraham ist Nichtigkeit. then Abraham is not. Wir vergessen Abraham. We would forget Abraham. Und er war bereit. And he was ready. Und Gott, wenn er Haare hätte, sagt, nee. Abraham, verstehst du mich? You understand? Bist du bereit, das abzugeben? Are you ready to give this? Du weißt, wovon ich rede. You know what I'm speaking. Der Heilige Geist redet jetzt mit dir. The Holy Spirit speaks to you now. Die Holy Spirit is telling you now. Bist du bereit, das abzugeben? Du weißt, es ist falsch. You know this is wrong. Und du, der mich hörst, You that listen to me. du weißt, es ist falsch. You know this is wrong. Du weißt, Gott freut sich nicht, wenn du das tust. You know God is not rejoicing. Du hältst immer noch fest an dieser Sache. But you keep on this thing. Aber Gott fragt dich heute, But God asks you, wenn du mich kennenlernen willst, you want to know me, halte das Ding für Schande. see the thing that's nothing. Ich sage euch, was passiert ist. Say what happened. In Kapitel 3, Vers 20 Offenbarung. Chapter 3, verse 20, Jesus stand vor der Tür und klopfte. Jesus was in front of the door and knocked. Konnte er reingehen? Could he go in? Er konnte reingehen. He could go in. Kapitel 20, Johannes Evangelium. Er brauchte keine Tür. In John chapter 20, he didn't need doors. Aber das Problem bei dieser Gemeinde in Offenbarung ist es, But the problem with this church is die Gemeinde war besetzt, the church was occupied. Andere Dinge waren in der Gemeinde. other things were in this church. Und solange andere Dinge da waren, And as long as other things were there, Christus bleibt draußen. Christ had been Verstehst du mich? is outside. Aber er wird immer klopfen. But if he knocks, Und das macht er jetzt gerade. this is what he's doing now. Er klopft jetzt He knocks now. und sagt, schmeiße die Dinge raus. He said, put your things, Dann komme ich. I will come to you. Aber solange die Dinge noch da sind, As long as the things ich werde keinen Millimeter Raum teilen mit diesen Dingen. won't go in you, in reading it, In deinem Herzen. in your heart, Was kontrolliert dich? what is controlling you. Wenn das Ding größer ist als Jesus Christus, If the things is greater than Jesus Christ, er wird sich nie offenbaren können. he won't reveal himself. Wie kann ich Gott kennenlernen? How can I know God? Indem ich Gott den Raum gebe in meinem Leben. To give God a place in my Indem ich alle anderen Dinge im Vergleich mit Gott für Nichtigkeit achte. to see every other things that I have as nothing. Dann kann Gott sich mir offenbaren. So then God can, Dann kann ich sagen, ich kenne Gott. and I can say, I know God. Samuel, Aure, das ist das Größte. This is the greatest thing. Nicht schöne Bilder im Instagram oder Facebook oder Twitter. Not nice pictures everywhere. Die schönen Bilder sind gut. Nice pictures are nice. Ich gucke manchmal, was meine Leute machen, Instagram. I check people. Aber Vergleich mit Christus. But compared with Christ, Dein Leben besteht nicht auf alles, was du anhast. your life is not what you wear, Es ist Christus. it is Christ. Und wenn es etwas gibt, If is there something was für uns das Wichtigste ist, Hagen, that is the most important ist eine Freundschaft mit Christus zu haben. friendship with God. Und ich habe gesagt, es kommt nicht durch Lautbeten. It is not by praying loud. Viele Leute werden enttäuscht sein. Many people will be discouraged.
Die Juden konnten laut beten, The Jews can pray, aber sie haben Jesus nicht erkannt. Diese Leute, die Wunder gemacht haben, haben laut gebetet. people that did miracles have prayed loud. Sie haben gefastet, They fasted, aber sie haben Jesus nicht erkannt. but they didn't know Jesus. Bin ich gegen laut beten? Am I against praying loud? Nein. No. Ich habe eine Lehre darüber gemacht. I made a teaching about it. Warum sollen wir laut beten? Why should we pray loud? Bin ich gegen Fasten? I'm against fast. Nein. No, I'm not. Wir sollen fasten. We should. Aber bitte, das Wichtigste At least the most important ist Christus. is Christ. Bin ich gegen große Gemeinde? I'm against great churches. Nee. Am I against? Am I against great churches? Nein. No. Es ist Christus. Was bringt es uns, wenn 10.000 Leute in der Gemeinde und Christus ist nicht da? What we gain if 10,000 people are in this church but Christ is not there? Das ist Schande. This is a shame. Aber ein Mann mit Christus But a man in Christ ist mehr als Mehrheit. is more than Majority. So, ich weiß nicht, ob etwas heute rübergekommen ist. I don't know if you got something. Wie kann ich Gott kennenlernen? How can I know God? Indem ich mit vollem Bewusstsein Dinge für Nichtigkeit achten im Vergleich mit Christus. To see things with all of my heart and all of my soul as nothing. Mit vollem Bewusstsein. Mit full concentration. Wir werden jetzt beten. Now we will pray. Ich weiß, der Heilige Geist hat dir gezeigt, was weggehen muss. And I know the Holy Spirit showed you what should go away from Im Vergleich mit Christus. compared to Christ. Nun, hör mal richtig zu. Ich sage niemand, dass du dein Auto wegschmeißen sollst. Didn't say that you have to put your car away. Ich sage nicht, dass du dich von deiner Frau trennen sollst. I didn't say it is something for divorce. Ich habe nicht gesagt, dass du deine Arbeitsstelle abgeben sollst. I didn't say that you leave your job. Aber ich sage nur, wenn Gott kommt But I say if God comes und von dir etwas verlangt, and wants something from you, bist du bereit, Gott zu folgen are you ready to follow oder das Ding zu folgen? or to follow this thing? Das meine ich nur. This is what I'm Im Vergleich mit Gott, compared to God. ist deine Frau größer oder Gott größer? Is your wife greater or God? Dein Job größer oder Gott größer? Your job or your God? Deine Gesundheit größer oder Gott größer? Your well-being or God? Will Gott meine Gesundheit kaputt machen? Wants God to destroy my healthiness? Eine Schwester, ihr ging es nicht gut. My sister, she wasn't good. Jeder sah, sie war krank. Everyone saw she was, Und Gott hat sie zum 3 Tage Fasten geschickt. and God put her to fast 3 days. Nicht trinken, nicht essen. Nothing to drink, nothing to eat. Das ist gegen Medizin, oder Tanja? This is totally against medicine. Gegen Medizin. Und sie ist gegangen. And she went. Und ich hatte Angst, dass sie sterben wird. I was afraid that she would die. Erster Tag, First day, zweiter Tag, second day, dritter Tag. and the third day. Und am dritten Tag, am Ende, sie lebt immer noch bis heute. She lives until now. Verstehst du mich? Nun. Ich sage nicht, dass du fasten gehen sollst, wenn du krank bist. And I don't say that you have to go fast if you are sick. Aber wenn Gott das von dir verlangt, But if God wants this from you, bist du bereit, dein Leben zu verlieren wegen Gott. or are you ready to lose your life for God? Das klingt wie radikale Prediger. It's like radical preacher. Gott ist radikal. God is radical. Gott ist radikal. God is a radical God. Was ist radikal? What does it mean Zum Extrem zu gehen. to go to the extreme? Was ist zum Extrem zu gehen? What does it mean Vollständig zu machen. to make something Das ist es. complete? Und was ist vollständig? And what is complete? In Christus gefunden zu werden. To be found in Christ. Christus zu gewinnen. To win Christ Und Christus zu erkennen. and to know Christ. So kommt die Kraft der Auferstehung. This is how the strength of Lass mich stoppen. salvation comes. Ich werde jetzt beten. Okay? Pray. Wir werden jetzt beten. Du wirst für dich beten. You will pray for yourself. Und wir werden beten, dass Gott hilf mir, dich zu kennen.